Hallo Leute, wie geht's euch? Ja, ich bin vor einem Monat nach Deutschland gezogen. In diesem Video erzähle ich euch, warum ich hier bin und was ich machen werde, wie ich Deutsch lerne und was meine genauen Pläne für die Zukunft ist. Alles auf Deutsch. Natürlich habe ich Untertitel in verschiedenen Sprachen. Ich bin gespannt, weil dies mein erstes Video auf Deutsch auf meinem Kanal ist. Ehrlich gesagt habe ich vorher nur sehr selten Deutsch geübt und gesprochen. Ich habe mich mehr auf Arabisch, Persisch und Türkisch fokussiert. Aber jetzt bin ich in Deutschland und studiere an einer Universität. Ich denke, ein Video auf Deutsch aufzunehmen ist eine gute Übung. Dadurch kann ich meine Fortschritte dokumentieren. Ich hoffe, in 2 oder 3 Monaten, wenn ich ein weiteres Video auf Deutsch aufnehme, kann man meine Fortschritte merken. Also, ich hoffe, meine Geschichte kann Sie inspirieren. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, vergessen Sie nicht, immer mir einen Like zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Also, los geht's! Das ist keine plötzliche Entscheidung, sondern ein langfristiger Plan. Dafür habe ich Deutsch gelernt. Ich bin für meine Promotion hier. Meine doktorale Arbeit ist eigentlich eine binationale Promotion. Das bedeutet, ich studiere also zur Hälfte in Frankreich und zur Hälfte in Deutschland. Und ich werde mein Diplom von 2 Universitäten bekommen. Jetzt bin ich in Frankfurt am Main. Vielleicht bleibe ich ein Jahr oder länger hier. Die Stadt gefällt mir und ich habe viele tolle Leute kennengelernt. Die Stadt ist sehr multikulturell und deshalb kann ich hier alle Sprachen sprechen, die ich kenne. Zum Beispiel, wenn ich in ein persisches oder türkisches Restaurant gehe. Außerdem kommen meine Kollegen aus vielen verschiedenen Ländern. Also zu meinem Studium. In meiner Dissert geht es um den Vergleich der Integration von syrischen Flüchtlingen in Frankfurt und in Frankreich und in Deutschland. Das war meine Idee und Initiative, verschiedene Sprachen in meiner Arbeit zu kombinieren. Arabisch, Französisch, Englisch und Deutsch. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll, besonders in Deutschland. Warum? Ich habe in Frankreich viele Forschungsarbeit geleistet. Ich kenne das System gut, aber hier in Deutschland ist alles neu für mich. Die Sprache ist im akademischen Niveau schwieriger, die Verwaltung. Ich muss alles von Grund auf neu beginnen, aber gleichzeitig freue ich mich darauf, meine Komfortzone zu verlassen. Viele Leute haben mich gefragt, warum ich so viele Sprachen lerne, wie kann ich sie in meinem Leben anwenden. Als ich anfing, hatte ich keinen genauen Plan. Ich wusste nur, dass ich mich für den Nahen Osten interessiere. Ich wollte in Zukunft etwas tun, das mit dieser Region zu tun hat, reisen, studieren oder arbeiten. Dann habe ich die Sprachen gelernt. Ich denke immer daran, wenn man ein gutes Niveau erreicht, ergeben sich natürlich viele Möglichkeiten. Aber warum Deutsch? Ich wollte einfach mehr Möglichkeiten für meine Karriere eröffnen. Ehrlich gesagt ist der französische akademische Kreise auffallend exklusiv, fast nur Französisch. Ich wollte etwas mehr Internationales. Englisch ist okay, aber das ist keine Herausforderung. Deutsch und Deutschland, das klingt sehr interessant. Und ich bin ein Fan der deutschen Literatur, Philosophen, Soziologen. Es ist eine wichtige intellektuelle Sprache, wie eine bekannte Spruch sagt, Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Ja, also zweifeln Sie nicht, wenn Sie eine Sprache lernen wollen. Man muss sich nur kreativ überlegen, was man in Zukunft mit dieser Sprache machen kann. Das kann Sie motivieren, weiter zu lernen und ein gutes Niveau zu erreichen. Wenn Sie ein hohes sprachliches Niveau haben, werden Sie Ihnen neue Möglichkeiten eröffnen.
Ich lerne seit etwa 3 Jahren Deutsch, nicht kontinuierlich. Deutsch ist die Sprache, in der ich am langsamsten Fortschritte mache. Ich war nicht motiviert und habe irgendwann mit Deutsch aufgehört. Ich habe immer gedacht, dass ich sowieso nach Deutschland komme und natürlich werde ich lernen. Jedenfalls, ich habe am Anfang alleine Deutsch gelernt. Dann habe ich am Goethe-Institut in Ägypten gelernt. Danach habe ich nur mein Niveau gehalten. Manchmal habe ich mir YouTube-Videos angeguckt. Ich werde ein Video machen, in dem ich alle Quellen, die ich zum Deutschlernen benutze, aufliste. Zurzeit mache ich einen Intensivkurs an der Universität. Ich bin auf dem Niveau B2. Ich übe auch mit meinem Partner Felix. Hallo Felix, Partnerin Amina und Katharina. Hallo. Jeden Tag höre ich mir Podcasts an, ich schaue Dokus auf Deutsch, ich versuche auch akademische Artikel auf Deutsch zu lesen, aber ich bin noch sehr weit von dem Niveau entfernt, das ich erreichen möchte. Ich kann nicht sehr gut verstehen, wenn die Leute schnell sprechen und muss dazu mehr umgangssprachliche Ausdrücke lernen, um natürlicher zu sprechen. Außerdem finde ich es schwer, Gespräche über ein tiefes oder kompliziertes Thema zu halten. Es gibt also noch eine Menge zu tun. Seit diesem Semester bin ich sehr beschäftigt. Ich werde mich auf Deutsch und Arabisch konzentrieren und nur auch das Niveau in Türkisch und Persisch halten. Ich muss also täglich Deutsch und Arabisch lernen, aber nur 2-mal Türkisch und Persisch pro Woche. Ich habe einfach keine Zeit. Ich versuche trotzdem regelmäßig neue Videos zu machen. Ich möchte mir mit Ihnen über meine Methoden und meine Fortschritte bei Sprachlernen teilen. Ich werde natürlich mehrere Videos über Deutschland machen. Ich habe viele Ideen. Also schreibt mir Kommentare und stellt mir Fragen. Sie könnten die Idee für neues Videos sein. Sagen Sie mir, welche Art von Videos Sie auf den Kanal sehen wollen. Hier sind einige Ideen. Tägliche Vlogge, Reisvlogge, Lernroutine, Lernmethode, welche Art von Thema oder einige Straßeninterviews. Vergessen Sie nicht, mir eine Like zu geben und mich zu unterstützen. Also, tschüss!